Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über einen der wohl bekanntesten ETFs weltweit, dem Vanguard FTSE All World ETF. Viele Anleger fragen sich, ist dieser ETF für das ganze Leben geeignet? Und genau das klären wir in diesem Video. Mein Name ist Stefano und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere ihn doch gerne. Denn so könnt ihr mich kostenlos unterstützen und ihr verpasst kein Video mehr. Schauen wir uns zuerst an, was diesen ETF ausmacht. Der Vanguard FTSE All World ETF ist ein sogenannter passiver ETF, der sich aus etwa 3.900 Aktien zusammensetzt. Diese Aktien kommen aus der ganzen Welt, sowohl aus entwickelten Märkten wie den USA, Europa und Japan, als auch aus Schwellenländern wie Brasilien, Indien und China. Die Schwellenländer sind mit ca. 10% gewichtet. Das Ziel des ETFs ist es, die Performance des globalen Aktienmarktes widerzuspiegeln. Mit einem Investment in diesen ETF kaufst du also einen kleinen Anteil an vielen der größten und wichtigsten Unternehmen weltweit, wie zum Beispiel Apple, Microsoft, Nestlé oder Alibaba. Dieser breite Ansatz hat natürlich viele Vorteile, die wir uns jetzt genauer ansehen. Kommen wir zu den 4 wichtigsten Vorteilen, die den Vanguard FTSE All World ETF besonders interessant machen. Als erstes die breite Diversifikation. Einer der größten Vorteile ist die unglaubliche Diversifikation. Mit rund 3.900 Aktien bist du in 70 Ländern und verschiedensten Branchen investiert. Das hilft dir, Risiken zu streuen. Wenn es in einem Markt oder Sektor mal schlecht läuft, wird das durch andere Bereiche ausgeglichen. Als zweites haben wir die niedrigen Kosten. Der ETF ist extrem kostengünstig. Die laufenden Kosten, die sogenannte Total Expense Ratio (TER), beträgt nur etwa 0,22% pro Jahr. Das bedeutet, du zahlst nur einen Bruchteil dessen, was aktiv gemanagte Fonds verlangen, was dir langfristig mehr Rendite bringt. Als dritten Punkt haben wir die einfache Handhabung. Für viele Anleger, insbesondere für Einsteiger, ist der Vanguard FTSE All World ETF eine einfach zu handhabende Option. Du musst dich nicht um einzelne Aktien kümmern und kannst mit einer einzigen Transaktion ein breit gestreutes Portfolio aufbauen. Als vierten Punkt haben wir dann noch die Anpassungsfähigkeit. Ein weiterer Vorteil ist die Anpassungsfähigkeit des ETFs. Der Vanguard FTSE All World ETF passt sich automatisch an die Veränderungen der globalen Märkte an, indem er Unternehmen hinzufügt oder entfernt, die die Indexkriterien nicht mehr erfüllen. Dadurch bleibst du immer in den schlagkräftigsten und wettbewerbsfähigsten Unternehmen investiert. Schauen wir uns jetzt die Performance des ETFs an, um zu sehen, wie er sich in der Vergangenheit entwickelt hat. In den letzten Jahren hat der Vanguard FTSE All World ETF eine stabile Performance gezeigt. Seit der Auflage im Jahr 2012 liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei etwa 10%. Dies ist jedoch nicht garantiert und die zukünftige Performance kann schwanken. Die Rendite hängt stark von der Marktentwicklung ab. In Zeiten, in denen die globalen Märkte wachsen, profitierst du von hohen Renditen. In Bärenmärkten oder Krisenzeiten kann die Rendite jedoch stark sinken oder sogar negativ werden. Ein weiterer Punkt, den du beachten solltest, ist das Währungsrisiko. Da der ETF weltweit investiert, bist du den Schwankungen der Wechselkurse ausgesetzt, was sich ebenfalls auf die Rendite auswirken kann. Daher ist es wichtig, dies bei der Betrachtung der Rendite in den Gesamtzusammenhang einzuordnen. Doch auch wenn der ETF viele Vorteile bietet, gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile, die du im Hinterkopf behalten solltest. Als ersten Punkt legt der ETF keinen Fokus auf die Dividende. Gerade Personen, die darauf aus sind, ein passives Einkommen durch Dividenden zu erzeugen, sei gesagt, dass der Vanguard FTSE All World ETF kein spezialisierter Dividenden-ETF ist. Das bedeutet, er enthält auch viele Unternehmen, die keine oder nur geringe Dividenden zahlen. Deshalb liegt die Dividendenrendite gerade bei ca. 1,51%. Falls du also primär auf Dividendenaktien setzen willst, könnte ein anderer ETF besser zu dir passen. Als zweiten Punkt hätten wir die Krisenanfälligkeit. Trotz der globalen Diversifikation ist der ETF nicht immun gegen Marktschwankungen.
In einer globalen Krise wie zum Beispiel der Finanzkrise 2008 oder der Covid-19-Pandemie kann auch dieser ETF stark an Wert verlieren. Als dritten Punkt hätten wir noch, dass das Wachstumspotenzial eingeschränkt ist. Weil der ETF so breit gestreut ist, verpasst du unter Umständen das volle Wachstumspotenzial in bestimmten Bereichen. ETFs, die sich auf spezifische Branchen wie Technologie konzentrieren, könnten in diesem Fall höhere Renditen erzielen. Noch ein kurzer Disclaimer, bevor es weitergeht. Alles, was ich hier bespreche, ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Alles, was ihr mit diesen Informationen macht, ist euer persönliches Risiko und ich kann dafür keine Haftung übernehmen. Des Weiteren kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Kennzahlen gewähren. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Es ist auch wichtig zu bedenken, wie der Vanguard FTSE All-World ETF in der Vergangenheit auf wirtschaftliche Krisen reagiert hat. Zum Beispiel während der Finanzkrise 2008 fiel der ETF stark, erholte sich aber in den Jahren danach. Ein weiterer Punkt sind Marktzyklen. Oft gibt es Phasen des Wachstums oder der Stagnation. Eine Diversifikation hilft zwar, aber es kann trotzdem Phasen geben, in denen der ETF unter Druck gerät. Anleger sollten daher immer einen langfristigen Blick einnehmen und nicht nur auf kurzfristige Marktentwicklung reagieren. Jetzt, wo wir die Vor- und Nachteile des Vanguard FTSE All-World ETFs kennen, schauen wir uns einige Alternativen an. Es gibt verschiedene Alternativen, die je nach deinen persönlichen Zielen und Risikobereitschaft interessant sein könnten. Als erstes hätten wir den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF. Wenn du speziell auf Dividenden abzielst, könnte dieser ETF eine gute Wahl sein. Er konzentriert sich auf Unternehmen mit einer höheren Dividendenrendite, was für Anleger interessant ist, die ein passives Einkommen aufbauen wollen. Ein anderer beliebter ETF ist der MSCI World, der Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern abdeckt. Diese Alternative könnte für Anleger interessant sein, die einen stärkeren Fokus auf die entwickelten Märkte legen möchten. Der MSCI All Country World Index ACWI ist eine hervorragende Alternative, da er sowohl Unternehmen aus entwickelten als auch aus Schwellenländern umfasst. Mit mehr als 2800 Aktien bietet er eine breite Diversifikation und die Möglichkeit, von den Wachstumschancen in Schwellenländern zu profitieren. Wenn du an das Wachstum in Schwellenländern glaubst, könntest du spezifische Schwellenländer-ETFs in Betracht ziehen, die auf Märkte wie China, Indien oder Brasilien fokussiert sind. Diese bieten zwar ein höheres Risiko, könnten aber auch höhere Renditen bringen. Für Anleger, die von bestimmten Branchen profitieren wollen, bieten sich Sektoren-ETFs an. Beispielsweise könnten Technologie-ETFs eine interessante Alternative sein, wenn du an das Wachstum der Tech-Branche glaubst. Aber wie lautet die entscheidende Frage? Ist der Vanguard FTSE All-World ETF trotzdem eine langfristig sinnvolle Anlagestrategie? Schauen wir uns das an. Bevor ich meine Entscheidung für den Vanguard FTSE All-World ETF getroffen habe, war ich mit 70% im MSCI World und 30% im MSCI Emerging Markets investiert. Doch ich wollte mir die Schwellenländer niedriger gewichten und mir eine globale Diversifikation bieten, ohne mich um viele verschiedene ETFs kümmern zu müssen. Der Vanguard FTSE All-World ETF hat mir genau das geboten. Aus diesem Grund kommen wir zum ersten Punkt, und zwar die langfristige Stabilität. Dank der weltweiten Diversifikation bietet der ETF eine stabile Grundlage für eine langfristige Investition. Da du über viele Märkte und Branchen verteilt bist, bist du weniger anfällig für regionale Schwankungen. Als nächstes haben wir die nachhaltige Entwicklung. Wenn du das Investieren für die Zukunft planst, ist der ETF durch seine Anpassungsfähigkeit gut positioniert. Und zum Abschluss hätten wir noch die einfache Handhabung. Da der ETF einfach zu handeln ist und du dir nicht viele Gedanken machen musst über die Auswahl einzelner Aktien, eignet er sich hervorragend für Anleger, die eine passive Anlagestrategie verfolgen. Kommen wir zum Ende des Videos. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Vanguard FTSE All-World ETF ist eine solide Wahl für langfristige Anleger, die eine breit gestreute und kostengünstige Lösung suchen. Du bekommst ein weltweit diversifiziertes Portfolio, das sich über viele Jahre hinweg gut entwickeln kann. Jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr? Ist der Vanguard FTSE All-World ETF für euch eine langfristige Lösung oder interessiert euch eine der Alternativen? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare.
Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Aktienhobby.